Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Evix Insight. Heute zu Gast ist Kevin von Wilkoba, der Dancer und Reggae-Künstler aus Kempten. Ich wünsche euch viel Spaß. Besser kann es doch gar nicht mehr sein. Die ganze Welt ist in Russland im Zeichen der WM friedlich vereint. Da zählen wir uns doch gerne mal dazu, denn im Handumdrehen verschwinden all die Konflikte im Nu. Deutschland hat Müller, Kroos, Boateng und einen neuer Polster, Moll, Lewandowski, Kuba, aber Milik. Sorry, doch für all die Sprachen fehlt mir der Wortschatz. Hier zählt deine Sprache, internationale Freundschaft. Hallo Kevin, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Ich bin 27, komme aus Eumittelberg und bin Sänger und Songwriter. Ja, und mach's mit viel Engagement, viel Motivation. Wie bist du überhaupt zur Musik gekommen? Angefangen hat's mit Ende 16, da hat das Ganze mit Gangster-Rap angefangen. Und jetzt, 10 Jahre später, hat sich das halt alles ein bisschen entwickelt. Kein Gangster-Rap mehr, sondern eine ganz andere musikalische Schiene. Und warum hast du dem Gangster-Rap den Rücken gekehrt? Weil es halt nicht ganz zu mir passt. Ich bin nicht der Gangster, den man so auf der Straße sieht, deshalb passt es einfach nicht. Und wie schwierig war es dann am Ende für dich, so die perfekte Musikrichtung zu finden? Es hat schon ein paar Jahre gedauert. Jetzt mit 27 ist es natürlich nicht mehr so schwierig wie am Anfang. Aber es hat gute 2-3 Jahre gedauert, bis es eben auf dem jetzigen Stand war. Du hast dich ja auf Reggae und Dancehall spezialisiert. Genau. Was machen denn die beiden Musikrichtungen für dich aus? Warum möchtest du diese Musikrichtung verkörpern? Also ich finde halt an Dancehall ist besonders geil, dass es auf der Bühne brutal anheizt. Es geht brutal voran und ich finde es ziemlich geil, wenn man sich Seed anschaut oder Gentleman oder sowas in der Art. Gefällt mir sehr gut und Reggae hat wiederum dieses sehr gemütliche, dieses was zum Träumen anregt. Und diese Mischung macht es eigentlich sehr interessant, was halt im Hip-Hop heutzutage nicht mehr so der Fall ist, bei mir jetzt persönlich. Und wie schwierig ist es, diese beiden Musikrichtungen zu kombinieren? Also wenn du das jetzt so erzählst, dann sind sie ja doch sehr, sehr gegensätzlich. Aber wie schafft man das in der Musik? Hast du dann einen Track, der ist auf Dancehall spezialisiert und einen auf Reggae? Oder? So in der Art, genau. Es gibt halt spezielle Tunes oder Rhythms, die halt mehr ins Reggae-mäßige gehen, aber auch wiederum mehr ins Dancehall. Und das macht es halt sehr facettenreich. Und wen möchtest du mit deiner Musik erreichen? Es gibt keine bestimmte Altersgruppe, von klein bis groß, von alt bis jung. Gibt es keine bestimmte Richtlinie. Deine Texte sind ja auch auf Deutsch. Ja. Warum hast du dich genau für deine Muttersprache entschieden? Weil ich sie am besten kann. Nein, Englisch zu schreiben als deutscher Sänger ist immer so ein bisschen la-di-da, würde ich behaupten. Deshalb straight in Deutsch. Mir persönlich gefällt auch dieses Patois, an dem arbeite ich gerade noch so ein bisschen. Also dieses gemütliche jamaikanische Englisch ist nicht ganz leicht, aber ich arbeite dran, was ich wiederum auch sehr geil finde. Aber ich muss noch ein bisschen in die Schule gehen, um das so ein bisschen zu perfektionieren. Ja. Und du bist ja jetzt auch schon seit einiger Zeit solo unterwegs. Genau. Wie schwer ist es denn für dich, ohne Band als Rückhalt auf der Bühne zu stehen? Oder genießt du es eher so, weil dir quasi die Bühne gehört? Das geht eigentlich so. Also, klar, ab und zu gibt es schon Situationen, wo du denkst, mehr Leute wäre cool. Aber ich sehe das ganz locker. Also mich hindert es jetzt nicht, auf der Bühne oder irgendwo anders auch Vollgas zu geben, wenn es drauf ankommt. Und wie läuft es dann auf der Bühne ab? Hast du noch so eine Band auf der Bühne, die für dich nur die Musik spielt, oder läuft es vom Band? Nee, es läuft über einen DJ, also über einen zweiten Mann auf der Bühne, der eben dann die Rhythms für mich abspielt. Genau. Machst du dann bei deiner Musik alles komplett selbst oder hast du dann da noch mit eine helfende Hand? Nicht ganz, also gerade speziell für das neue Album habe ich mir eine helfende Hand geholt. Christian Schmid-Mufti aus der Music Factory in Hegge. Das ist der Produzent der ganzen Geschichte, der eben dafür sorgt, dass alles perfekt abgemischt ist, perfekt aufgenommen wird, gemastert wird. Am produktiven Teil, was die Texte anbetrifft, mache ich selber. Also ich schreibe sie selber, ich singe sie selber ein und bin letztlich dann auch selber auf der Bühne, der sie eben dann singt. Aber gerade diese Rhythms zusammenbauen oder so, da fehlt mir ja die Motivation so ein bisschen und auch die Zeit, um die letztlich halt geil zu machen. Dein letzter Song kam pünktlich zur WM.
Ist denn schon was Neues in der Warteschlange? Oder? Ja. Ich arbeite gerade an meinem ersten Soloalbum, das hoffentlich dieses Jahr noch erscheinen wird, ist noch nicht ganz sicher, weil man es noch ein bisschen frisch herausputzen möchte. Aber es kommt. Vielleicht dieses Jahr, vielleicht allerspätestens nächstes Jahr. Kannst du schon ein bisschen mehr verraten? Es wird ganz strikt in die Richtung Reggae und Dancehall gehen, kein Hip-Hop mehr, weil das einfach für mich nicht mehr der Sound ist, wo mich inspiriert. Und es sind 12 Songs vertreten. Ich habe bis dato einen Feature-Gast, Flix von Fire Empire, sagt vielleicht was. Und worüber ich mich sehr freue, weil es ein sehr cooler Song geworden ist. Also einfach mal Ohren offen halten. Es wird spannend. Und wo hast du die Inspiration genommen für dein neues Album? Boah, einfach die Tatsache, dass mich der heutige Hip-Hop nicht mehr sonderlich inspiriert. Also ich war nie der beste Rapper und es gab schon früher Leute, die gesagt haben, sing doch mehr, und ich war einfach zu arrogant zu sagen, ja, ihr habt's recht. Nein, ich war einfach zu arrogant, habe gesagt, ihr habt's alle keine Ahnung. Dabei hatten sie recht und die Erkenntnis kam halt erst mit 24, 25. Meinen eher simplen, gereimten Textstil einfach so umzusetzen, dass es gesungen geil klingt. Und das hat lang gedauert, diese Erkenntnis, und letztlich ist es halt jetzt auf einem neuen Tape halt so vertreten. Und was erwartest du von deinem ersten Soloalbum? Mehr Auftritte. Doch, mal schauen. Also ich freue mich jetzt letztlich, dass es endlich rauskommt. Steckt viel harte Arbeit drin. Und man will es natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt auch endlich herausbringen. Also sonderliche Erwartungen habe ich jetzt nicht. Das Booking wird vermehrt wieder ansetzen, aber du musst halt erstmal ein Produkt haben, wo dich als Solokünstler wieder etabliert. Wann kann man dich denn als nächstes live sehen? Am 13.10. im UFO in Füssen gibt es eine Hip-Hop-Jam als Reggae- und Dancehall-Künstler. Passender Ort. Da spiele ich mit, unter anderem mit anderen lauter Musikern aus dem Allgäu oder aus der Umgebung. Und da werde ich mit dabei sein. Und natürlich, wenn dann das neue Tape kommt, dann auch wieder vermehrt angreifen. Dann gibt es auch eine fette Release-Party hoffentlich. Ist in Arbeit, ja. Doch, ist in Arbeit, ist in Planung, aber erstmal muss das Tape halt so stehen. Und wenn es dann steht, kann ich mich dann gemütlich um alles weitere kümmern. Okay, dann danke für das Interview, Kevin. Zum Schluss darfst du dich hier noch einmal auf unserer wunderschönen Alex Inside Wand verewigen. Okay. Und deine Unterschrift für die Nachwelt festhalten, dass du hier warst. Super. Ja. Das nächste Mal zu Gast sind dann die Jungs von Stepfather Fred. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die ihr der Band schon immer mal stellen wolltet, dann hinterlasst einfach hier einen Kommentar oder auf Facebook und Instagram. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, und bis bald.